Herzlich willkommen zum Podcast Your Path, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zu dir selbst begleitet. Heute geht es um das Wechselspiel zwischen deiner Stärke und der Ordnung, die dich umgibt. Ich glaube, wir träumen alle letzten Endes von einer perfekten Harmonie. Eine Harmonie, in der wir ganz aufgehen, die reine Freude ist, Harmonie mit uns selbst, mit unserem Umfeld, Harmonie unter den Menschen und überhaupt Harmonie in allem, was ist. Da gibt es eine gute Nachricht. Wir haben diese Harmonie schon in uns. Du hast diese Harmonie schon in dir. Du hast eine vollkommene Welt in dir. Unendlich tief und auch unendlich schön. Und diese vollkommene innere Welt möchte in die äußere Welt geboren werden. 3 Dinge sind nötig, damit es geschieht. Erstens, du entscheidest dich dafür, ganz und gar du selbst zu sein. Du weißt vielleicht nicht, was das am Ende bedeutet, aber gibt es je eine bessere Entscheidung? Zweitens, du hörst nach innen. Du bist im Kontakt mit deiner vollkommenen inneren Welt. Du lässt dich ganz auf sie ein. Du erkennst sie. Du lässt dich in sie fallen. Das bist du. Diese innere Welt ist dein wahres Wesen. Drittens, du bringst diese vollkommene innere Welt ins Leben. Werfen wir mal einen Blick in die Natur. In der Natur existiert eine perfekte Harmonie. Die Natur kann alles Mögliche sein. Sie kann rau sein, bizarr, wild, aber sie ist immer von einer stillen und manchmal auch von einer erhabenen Schönheit. Sie ist nie wüst, chaotisch oder unansehnlich. Die Natur hat auch eine extreme Vielfalt und Tiefe. Das ist ja gerade das, was uns an der Natur so gefällt, was uns berührt und worüber wir immer wieder staunen. Und auch, was uns Kraft gibt. Und in allem gibt es immer eine Ordnung. Nur ist diese Ordnung nicht statisch, nicht starr, sie ist in einer ständigen Bewegung und Veränderung. Sie ist in einem immerwährenden Fluss. Dafür sorgen Wind und Wasser, die die Landschaft verändern. Dann gibt es Pflanzen und Tiere, die sich mal ausbreiten und wieder zurückziehen. Es gibt Stürme, es gibt Vulkanausbrüche. Und bei alledem verlässt die Natur aber nie ihre Harmonie. Selbst Naturkatastrophen haben ihre Anmut. Es ist sogar so, dass die Natur die Harmonie immer wieder von selbst herstellt. Die perfekte Ordnung, die wir in der Natur beobachten können, stellt die Natur von selbst her. Und dort, wo wir eingreifen, wo wir die Ordnung stören, bildet sie sich über kurz oder lang von selbst wieder heraus, wenn wir die Natur machen lassen. Das scheint so, als ob Ordnung und Harmonie ein Grundprinzip in der Schöpfung ist, das sich immer wieder durchsetzt, von alleine. Ordnung ist in die Schöpfung eingeboren, offensichtlich. Das kann nur funktionieren, wenn es eine Kraft gibt, die in der Natur waltet, die Natur durchströmt, die Ordnung wiederherstellt. Was muss das für eine unglaubliche Superpower sein, die das gesamte Leben auf der Erde immer wieder in einen harmonischen Fluss bringt, die Natur immer wieder aufrichtet. Eine Superpower, die die ganze Schöpfung durchströmt. Du bist auch Teil der Schöpfung. Du hast diese Kraft auch in dir. Und je mehr du dich für sie öffnest, je weniger du sie ausbremst, desto mehr kann sie durch dich wirken. Verbunden mit dieser Kraft ist ein einfaches Prinzip. Lässt du dieser Kraft ihren Lauf, dann ist alles in Ordnung. Wir nennen das auch Heilsein. Und wenn etwas nicht in Ordnung ist und wir lassen dieser Kraft ihren freien Lauf, dann kommen die Dinge
in Ordnung. Wir nennen das Heilung. Das gilt für die Natur, das gilt aber auch für deinen Körper, für den Zustand der Gesellschaft und auch für Organisationsformen wie Unternehmen. Die Natur bremst diesen Kraftfluss von sich aus nicht aus. Wir Menschen können das und wir machen das mit Hilfe unseres Verstandes und unseres Willens. Aber sobald wir die Bremse lösen und uns auf die Kraft einlassen, entfaltet sich eine wundervolle Dynamik. Die Kraft lässt uns das tun, was wir gut können, was uns Freude macht und wofür wir gekommen sind. Wir strahlen Kraft und Schönheit aus. Eine Harmonie entsteht in uns und um uns herum. Und es wird uns möglich, den nächsten Schritt auf uns selbst zu tun, das nächste Level zu erreichen. Harmonie ist von Liebe erfüllte Ordnung. Und von Liebe erfüllte Ordnung ist Sicherheit, die du dir selbst geben kannst. Die Geschichte eines jeden Erfolges ist auch die Geschichte einer Ordnung. Um diese Schöpferkraft in dir auszudehnen, nun eine Übung. Du setzt dich entspannt hin und gehst mit deiner Aufmerksamkeit in dein Körperinneres. Der Atem fließt ein und aus. Und du bist ganz in Ruhe. Deine Aufmerksamkeit wandert in die Mitte deiner Brust, in dein Herzchakra. Du spürst die Liebe in deinem Herzchakra. Und Licht und Liebe dehnen sich aus deinem Herzchakra aus, in alle Richtungen langsam. Fließt deine Liebe. Sie füllt dich, sie umgibt dich. Du gehst in einen Zustand der vollkommenen Hingabe. Du kannst diesen Zustand stärken, indem du innerlich still sagst, ich bin in Hingabe. Und ganz in Hingabe führst du deine rechte Hand zum Mund und atmest einen langen Atemzug in deine rechte Hand hinein. Dann legst du deine rechte Hand auf dein Nabelchakra, das sich 2-3 Finger breit unter deinem physischen Nabel befindet. Dann atmest du in deine rechte Hand und führst deine rechte Hand zu deinem Nabelchakra. Beide Hände liegen auf deinem Nabelchakra für ungefähr 1 Minute.
Du bist immer noch eingehüllt in deine Liebe und du bist immer noch ganz in Hingabe. Und wieder atmest du in deine rechte Hand und führst sie dann auf dein Nabelchakra, aber auf deinem Rücken. Und wieder atmest du in deine linke Hand. Und führst sie auf deiner Rückseite zu deinem Nabelchakra. Du hältst dein Nabelchakra für ungefähr 1 Minute. Und nun, du bist immer noch ganz in Hingabe, atmest du wieder in deine rechte Hand und streichst die Energie aus deiner rechten Hand über deine linke Fußsohle. Und du atmest in deine linke Hand und streichst die Energie über deine rechte Fußsohle. Du stehst auf und gehst durch den Raum. Dabei berührst du achtsam und liebend mit deinen Füßen die Erde. Bewusstsein entsteht in deinen Füßen wird Bewusstsein freigelegt. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit und halte den Podcast so lange an. Du hast vielleicht gemerkt, dass allein das Laufen, das Berühren des Bodens mit den Füßen eine unglaubliche Freude machen kann und ein Gefühl von Souveränität und Liebe verleiht. Diese Übung kannst du wiederholen. Es ist nichts für jeden Tag, vielleicht einmal die Woche. Diese Kraft in dir ist zum einen reine Lebensfreude, aber sie hilft dir auch, dort wo es passt, die Dinge in die richtige Ordnung zu bringen. Ordnung ist immer mit einem Ziel verbunden. Ordnung lässt dich ein Ziel erreichen. Deines. Ordnung dient immer einem höheren Zweck. Dieser Zweck bist du. Und dieser Zweck sind wir. Bringe an deinem Platz Ordnung in die Bereiche, die für deine Aufgabe und deine Lebensaufgabe wichtig sind. Dir persönlich hilft das, dir selbst nahe zu sein, bei dir selbst anzukommen, dich zu entwickeln und nicht zuletzt dein Leben zu genießen, so wie es gemeint ist. In einem Unternehmen hilft es, die Unternehmensaufgabe in Harmonie zu erfüllen und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. In der Gesellschaft hilft es, dass wir alle uns entfalten und entwickeln können, dass wir frei und friedlich zusammenleben, dass wir alle unser persönliches Ziel
erreichen. Wie sieht das im Detail aus? Zunächst einmal können kleine Änderungen große Auswirkungen haben. Es ist also keine sinnvolle Änderung zu klein. Es gibt die verschiedensten Bereiche, in denen du eine gute Ordnung etablieren kannst. Hier ein paar Anregungen. Da sind zunächst mal deine Bücher oder Schallplatten, wenn du welche hast. Da sind die Unterlagen für Ämter und laufende Verträge. Da sind die Unterlagen und die Werkzeuge für deine Arbeit. Da ist die Ordnung auf deinem Computer. Da ist die Einrichtung deiner Wohnung mit dem Ziel der Einfachheit, der Entspannung, der Inspiration, des Auftankens. Ganz wichtig, dein Tagesplan. Wenn du bestimmte Zeiten bestimmten Beschäftigungen ganz bewusst widmest, dann fokussiert sich die Energie. Die Freude, die Entspannung wird tiefer und die Ergebnisse deiner Arbeit werden besser. Das ist aber auch dein Freundeskreis, Familie, Kollegen. Da stellt sich in der Regel von selbst eine gewisse Ordnung her. Manchmal ist aber etwas nicht in Ordnung und das kannst du wieder in Ordnung bringen. Durch freundliche Worte, freundliche, aber klare Worte, wenn jemand deine Grenzen übertritt. Oder indem du Menschen aus deinem Leben verabschiedest, weil das Miteinander nicht funktioniert, weil es zermürbend ist und keine Aussicht auf Besserung. Da sind Dinge, die dir vielleicht auf der Seele liegen. Du hast das Gefühl, in dir ist etwas nicht in Ordnung. Du kannst sie bereinigen durch Vergebung, durch Liebe und eventuell weitere Schritte. Vielleicht gehört es zu deinen Aufgaben, zu organisieren, Strukturen aufzubauen und zu managen. Dann kannst du den Fokus darauf legen, dass diese Strukturen nicht nur funktionieren, sondern auch, dass sie Erfüllung möglich machen für alle, die davon berührt sind. Und dann gibt es Dinge, die du regelmäßig erledigen musst, für die du aber deinen Verstand nicht unbedingt brauchst. Diese Dinge kannst du zu einem Ritual machen. Das heißt, du gehst aus dem Kopf ins Herz und die Abläufe gehen dann wie von selbst. In dieser Zeit, während du diese Dinge erledigst, kannst du dein Dasein in aller Tiefe genießen. Wir dürfen uns helfen lassen von Leuten, die für den jeweiligen Bereich, in den wir Ordnung bringen wollen, talentiert sind. Natürlich ist es nicht egal, welche Ordnung wir einrichten. Es gibt anstrengende Ordnungen, Ordnungen, die uns belasten und nerven. Darum geht es natürlich nicht. Es geht um eine gute, passende Ordnung. Wenn du eine gute Ordnung herstellst, im Großen wie im Kleinen, trägst du mit jedem Schritt dazu bei, dass alle Menschen weltweit in eine Ordnung finden, die auch wieder allen Menschen entspricht, die allen Menschen hilft. Eine perfekte Harmonie sozusagen. Du nützt dir und allen. Wie sieht eine gute Ordnung aus? Zunächst mal spürt man, dass sie inspiriert ist. Und sie inspiriert uns. Eine gute Ordnung schränkt nicht ein, sie belastet nicht, sie bürdet keine unsinnigen Pflichten und Lasten auf. Sie gibt Freiheit. Sie gibt Raum, Raum, um dich tiefer in dich selbst zu versenken. Und dasselbe macht sie mit allen, die mit dieser Ordnung in Berührung kommen. Sie unterstützt, sie entspannt, sie nährt. Sie hilft dir und anderen Menschen, die eigene Energie zur Freude und zum Besten für alle zu entfalten. Im Idealfall fühlst du dich mit einer guten Ordnung vom ersten Moment an sauwohl. Eine gute Ordnung ist immer einfach. Das ist das Wesentliche. Sie ist so einfach, dass du sie gar nicht bemerkst, weil du sie selbstverständlich findest. Eine gute Ordnung lässt sich auch relativ leicht verändern, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
Eine gute Ordnung ist Wellness für die Seele. In diesem Wechselspiel zwischen einer guten Ordnung und dem Fluss deiner Kraft dienst du dir selbst und nicht weniger als dem ganzen Universum. Vielleicht hast du das in der Übung gemerkt. Du bist der Nabel deiner Welt. Und aus deinem Nabel heraus, das kannst du wörtlich nehmen, bringst du die Welt in Ordnung. Durch die Kraft, die in deinem Nabel präsent ist. Dafür gibt es verschiedene Formen. Pure Konzentration und Präsenz. Aber auch das Wort. Aktiv werden, organisieren, planen. Kunst. Du findest deine Form. Entscheidend ist, dass du immer im Kontakt mit deiner Kraft bist. Diese Kraft lässt dich erkennen, worauf es bei einer Ordnung an deinem Platz im Leben ankommt und wer dir, falls nötig, helfen kann. Deine Kraft ins Leben zu bringen, ist mehr ein Geschehen lassen, ein durch dich hindurch fließen lassen, als ein Akt des Willens und der großen Anstrengung. Deine Ordnung will liebevoll gepflegt werden, sie braucht Zuwendung. Und hin und wieder musst du dich fragen, stimmt alles noch oder muss ich etwas verändern? Du erhältst dafür Botschaften aus deinem Inneren und aus deiner Außenwelt. Du kannst sofort den ersten Schritt gehen mit einer Hausaufgabe. Nimm dir eine Sache vor, von der du das Gefühl hast, sie ist nicht in Ordnung und die du in Ordnung bringen möchtest. Und dann geh es an. Unser aller Leben ist so angelegt, dass wir auf einen Zustand zustreben, einen Zustand des Seins und der Weisheit, in dem der Fluss in uns ein so mächtiger Strom ist, dass er uns trägt. Die Schlüssel, die uns immer wieder neue Türen aufschließen, sind Liebe, das Hineinfallen lassen in uns selbst, das Zuhören nach innen und dem Fluss zu folgen. Es kommt immer wieder etwas Neues, immer wieder etwas Überraschendes. Immer wieder stellen sich die Dinge anders dar, als wir bisher angenommen haben. Erkenn dich. Erkenn dich, dann erkennst du auch die Ordnung der Dinge. Und das wiederum lässt dich mehr von dir erkennen. Lass uns zusammen eine Welt der liebenden Ordnung schaffen. Bis bald. Wenn du Unterstützung und Orientierung auf deinem Weg zu dir selbst haben möchtest, nimm Kontakt mit mir auf über meine Website ibrahimpeter.com. Oder komm am Freitag um 20 Uhr in unseren Online-Heilraum. Die Anmeldung dazu findest du auch unter ibrahimpeter.com.